Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Der 8. Altersbericht in der Diskussion, eine Zwischenbilanz. Damit begrüße ich Sie auch zu dem Thema ältere Menschen und Digitalisierung, denn das ist ja das Thema des 8. Altersberichts. Bei der Vorstellung beginne ich mit den beiden zugeschalteten Gästen. Helga Handke ist dabei. Herzlich willkommen, Frau Handke. Frau Handke ist Digitalbotschafterin in Rheinland-Pfalz in dem Projekt, wie sie liebevoll genannt werden, die Digibos, die Digitalbotschafter und Digitalbotschafterinnen in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, aus Mainz zugeschaltet, ist das richtig, Frau Handke? Das stimmt, das ist richtig. Frau Handke hilft, das ist die Idee bei den Digitalbotschafterinnen, sie hilft anderen Menschen beim Einstieg in die digitale Welt, so kann man das vielleicht sagen. Bestimmt erzählen Sie uns gleich noch mehr darüber und erklärt Ihnen zum Beispiel, wie man eine WhatsApp-Nachricht schreibt, wie man einen empfängt, wie man Bilder aufnimmt, wie man Bilder macht und die später auch wiederfindet und verschickt und alles Mögliche. Es gibt auch kleine Filme, eine kleine YouTube-Filmserie mit Frau Handke, Helga hilft heißt die Serie, in denen auch dann fürs große Publikum abrufbar eben auf YouTube solche Dinge erklärt werden. Prima, dass Sie da sind, Frau Handke. Mit Frau Handke zugeschaltet ist Fabian Geib, der auch eng verbunden ist mit dem Projekt der Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in Rheinland-Pfalz. Fabian Geib ist von der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest und er betreut und koordiniert das Projekt der Digibos. Hallo, Herr Geib. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt mache ich die Runde hier von mir aus gesehen von rechts nach links. Herrn Kruse haben wir schon kennengelernt. Rechts neben mir sitzt Patrick Ney aus Hannover. Er ist Gerontologe und Projektmanager für Digitalisierung und Digital Scout. Oder sagt man Digital Scout? Digital Scout. Digital Scout. Und jetzt kommt das Besondere bei der Landeshauptstadt Hannover, aber nicht als Stabsstelle, sagen wir mal, beim Oberbürgermeister, sondern im Fachbereich Senioren. Das ist das Besondere. Prima, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich freue mich auch. Links neben mir sitzt Dr. Regina Görner. Frau Görner ist stellvertretende BAXO-Vorsitzende und leitet bei der BAXO die Fachkommission, zusammen mit Frau Mollenkopf, die hier im Publikum sitzt, leiten die beiden die Fachkommission Digitalisierung, beschäftigen sich deshalb schon seit Jahren mit diesem Thema aus Perspektive der BAXO, sind also zentral an den Stellungnahmen der BAXO und an den Positionspapieren der BAXO zum Thema Digitalisierung beteiligt. Wunderbar, dass Sie Ihre Kompetenz hier einbringen. Gerne. Super. Und noch weiter links Herr Professor Dr. Matthias von Schwanflügel aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die ja federführend, das ist ja das Ministerium, das federführend für die Bundesregierung die Altersberichte in Auftrag gibt oder die Altersberichtskommissionen einsetzt und das Thema in Auftrag gibt. Herr von Schwanflügel leitet die Abteilung 3 des Ministeriums. Das ist die Abteilung Demografischer Wandel, ältere Menschen und Wohlfahrtspflege. Vielen Dank auch für Ihren Besuch. Frau Handke, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Wenn Sie als Digitalbotschafterin den Menschen helfen, den Zugang zur digitalen Welt zu bekommen, wie machen Sie das? Was hat sich da bewährt, wenn Sie einer Person, die noch gar keine Erfahrung damit hat, mit einer Person den Einstieg wagen? Also bewährt hat sich das, was auch der Professor Kruse schon gesagt hat. Das ist keine Frage des Entweder-Oder, sondern wie in vielen Dingen des Lebens des sowohl als auch. Also derjenige, der zu mir kommt, der will, meistens sagen die Leute, ach, eigentlich wollte ich ja schon immer so, aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon und keiner zeigt es mir. Und wir unterhalten uns, ich gehe meistens zu den Menschen nach Hause. Das heißt, wir sitzen in einer für sie geschützten Umgebung, die fühlen sich wohl und machen mir einen Kaffee oder was auch immer. Das heißt also, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Und dann unterhalten wir uns so 10 Minuten über was auch immer, Alltag, wie geht's mir oder was. Und dann frage ich, wofür brauchst du es denn? Was wolltest du denn jetzt machen? So, und da ergibt sich das eine und das andere. Man erkennt also schon sehr schnell,
welche analogen Hobbys, Interessen Menschen haben. Also wir machen es Schritt für Schritt. Und was auch noch ist, also diese beiden Welten zu verbinden, ist zum Beispiel bei Bildern eine relativ einfache Geschichte. Also ich sage dann auch, jetzt stell dir vor, du hast eine riesen Kiste, wo deine Bilder drin sind, weil viele haben ja schon Bilder drauf, aber können sie nicht sortieren. Und das schauen wir uns dann auch an, sage ich so. Und dann kannst du dir tatsächlich Alben machen, wie du es zu Hause in der digitalen Welt auch machst. Das heißt, ich persönlich schlage immer wieder die Brücke zum normalen Leben, was den Menschen vertraut ist, und hole deren Welt dann rein. Und wenn man das dann zeigt, dann wissen die, jetzt sortiere ich, jetzt lege ich ein Album an, jetzt ziehe ich die da rein. Also das leuchtet denen dann ein. Herr Geib, wie finden denn Frau Handke hat ja jetzt sehr anschaulich und schön beschrieben, was passiert, was Sie machen, wie das abläuft, wenn sie zu den Leuten geht. Aber wie kommt es denn überhaupt zustande? Wie kommen denn die Leute, wie finden denn wiederum die Leute Frau Handke sozusagen? Ich glaube, das ist das Tolle an dem Projekt, dass hier die Ehrenamtlichen wirklich in ein großes Netzwerk eingebunden werden. Also es ist so, dass wir vor Ort hier mit dem Sozialministerium zusammenarbeiten, die uns fördern, und wir haben auch die Medienanstalt da im Rücken. Und da gibt es einfach schon ein großes Netzwerk und auch ein Netzwerk in die Kommunen rein. Und wenn man mal guckt, wer so Digibo wird, da sind oftmals eben auch welche dabei, die Generationenbeauftragten sind, Seniorenbeauftragten vor Ort. Das heißt, da ist diese Unterstützung schon mal auch, wenn Räumlichkeiten gesucht werden und Ähnliches. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Digibos in der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort unterstützt werden. Also an vielen Stellen zum Beispiel wird dann im Amtsblättchen auf die Angebote hingewiesen. Da sagt dann der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, hier schauen Sie mal, wir haben ein tolles neues Angebot in der Gemeinde. Da gibt es die Digibos. Kommen Sie doch mal vorbei oder rufen Sie da mal an. Also das ist so der direkte Weg in die Kommune. Und auch viel über Mundpropaganda findet da statt. Also Frau Handke zum Beispiel, die ist ja auch einfach mal in die Nachbarschaft gegangen, hat gesagt, hier, ich bin Digibo, mache das und das und das, wollen Sie nicht auch mal das lernen? Und ich glaube, das andere ist dann wirklich nochmal über uns. Also es kann sich auch jederzeit jemand bei uns über Telefon melden, und dann schauen wir halt in Rheinland-Pfalz, wo sind Digibos und wer kann da vor Ort dann an der Stelle halt helfen. Herr Ney, eine Forderung im Altersbericht lautet ja, dass die Kommunen sich noch viel stärker, als sie es bislang in der Regel tun, als ein Akteur der Digitalisierung begreifen sollten und Digitalisierung mit eigenen Strategien auch vorantreiben sollten. Wie ist das in Hannover? Was tut die Stadt Hannover, um Digitalisierung für ältere Menschen, für ein gutes Leben im Alter nutzbar zu machen? Genau, wir arbeiten in unterschiedlichsten Themenfeldern. Es hat sich halt mit den Jahren erst entwickelt, dass überhaupt sich eine Kommune mit beschäftigt, mit dem Thema Digitalisierung im Alter. Als Fachbereich sind wir uns dafür prädestiniert natürlich. Haben sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, ganz viele analoge Themen, das Thema Einsamkeit beispielsweise, aber auch das Thema Verwahrlosung, Demenz, also ganz, ganz viele Themen. Und irgendwann kam das Thema Digitalisierung dazu. Ich habe das meistens, ich würde sagen, fast mitgebracht, weil es schon mein Schwerpunkt in der Uni damals war, das Thema Technik und Alter. Und ich glaube, sozusagen der Bericht zeigt das nochmal ganz zentral, wie Sie auch gerade gesagt haben, welche wichtige Aufgabe die Kommunen hier haben. Und das hat sich in der Zeit erst so entwickelt, indem wir sozusagen auch der Politik, der Lokalpolitik gesagt haben, es ist wichtig, dass man sozusagen eine Expertise vor Ort aufbaut. Und so hat sich das entwickelt, dass wir mittlerweile zu den Themenfeldern digitales Wohnen ein Themenfeld haben. Was meint das? Also Menschen möglichst selbstbestimmt und selbstständig zu Hause verbleiben zu lassen, mithilfe von digitaler Technik. Also smarter Lichtsteuerung beispielsweise, Sturzsysteme, Herdabschaltung und andere Möglichkeiten. Das heißt, das zeigen wir ganz plastisch in Musterwohnungen. Wir haben aber auch als Kommune eine Beratungsstelle dafür, also wo man wirklich hinkommen kann, konkret fragen kann, ich kann schlecht hören oder wo auch häufig Angehörige kommen und genau dort eine Technikunterstützung bekommen. Das ist so der erste große Baustein, das Thema digitales Wohnen. Das ist der große Themenfeld digitale Pflege, denn wir haben selber als Kommune stationäre Alteneinrichtungen. Und hier ist natürlich eher der Aspekt, wie können wir ältere Menschen unterstützen, die wirklich im klassischen Alten- und Pflegeheim wohnen. Aber auch hier geht es auch zum Beispiel um die Unterstützung von der Organisation, also wirklich auch Pflegekräften an sich. Genau, und das große dritte Themenfeld ist das, was Herr Kruse vorhin gesagt hat, das Thema digitale Bildung. Wir merken vor allem in der Kommune auch in dem wirklich sehr plastischen Alltag,
dass wir vor allem die Senioren im Alltag haben und auch in unseren Seniorengruppen, die meistens Ü75 sind, Ü80, das heißt, die so in den Statistiken eigentlich die Offlinerin sind, das heißt, die noch häufig nicht mit dem Internet und Smartphone vertraut sind. Und die nutzen zum Beispiel auch unsere Angebote. Wir haben was Vergleichbares in der Kommune, wo wir ältere Menschen bei Smartphone, Tablet unterstützen. Und hier sind wir genau, hier wirkt es halt. Und warum wirkt es halt? Das klang eben gerade auch schon mal an. Es geht um das Thema Vernetzung. Also Digitalisierung ist nicht einfach mal irgendwie so eine neue Stelle und so ein Thema, weil als Kommune gesagt hat, Mensch, dann nehmen wir mal ein Förderprogramm mit, sondern das wird halt wirklich verbunden in die Strukturen. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Baustein davon. Und dass man immer guckt, es gibt natürlich unterschiedlichste Zielgruppen. Es gibt halt nicht die älteren Menschen, die analog unterwegs sind, aber es gibt auch nicht die digitalen Menschen, sondern eine große Bandbreite. Und hier ist natürlich unsere Expertise, die wir einfach haben. Und das machen wir in Hannover. Vielen Dank. Frau Görner, aus Ihrer Sicht, was hat der 8. Altersbericht bislang bewirkt? Was wurde auf den Weg gebracht? Also ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass allmählich deutlich wird, dass alles das, was Zugang zur Digitalisierung bedeutet, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Und das muss von der Gesellschaft, vom Staat gewährleistet werden. Die Infrastruktur muss bereitgestellt werden und auch an jeder Milchkanne. Das ist ja öffentlich ein bisschen kontraproduktiv diskutiert worden. Tatsächlich ist wichtig, dass die Menschen Chancen haben, das auch zu nutzen. Nur dann kann man auch sagen, im Alltag kann man auch bestimmte Dienstleistungsangebote umstellen und dann können sich Menschen mit Hilfe der Technik bestimmte Dinge verschaffen. Aber das setzt voraus, dass sie tatsächlich Zugänge haben. Und solange das nicht der Fall ist, ist unsere Haltung klar. Dann ist die Digitalisierung noch nicht annähernd vollendet. Wir erwarten, dass der öffentliche Dienst das ernst nimmt. Und dann dritter Punkt, der mir auch auf den Nägeln brennt. Die Altenberichtskommission hat das ja nur zart angedeutet. Frau Lehr, unsere frühere BAXO-Vorsitzende, hat das mal schön gesagt. Wir erwarten, dass die älteren Menschen bereit sind für die Digitalisierung. Wir müssen mal fragen, ob die digitale Technik überhaupt bereit ist für die Menschen. Ja. Teilen Sie denn die Position im Altersbericht der Altersberichtskommission, die Herr Kruse vorgestellt hat, auch die Position der BAXO, die Frau Görner gerade vorgestellt hat? Sind das im Wesentlichen Positionen, die Sie auch als Ministerium vertreten würden? Ja, also ich finde, der Altersbericht ist wirklich sehr gut gelungen. Er durchforstet praktisch das Leben der älteren Menschen in allen Bereichen, ob das Wohnen ist, ob das Mobilität ist, ob das Bildung ist, ob das Pflege ist, ob das Kommunikation ist, ob das Teilhabe im Sozialraum ist. Also er durchmustert praktisch das Leben und macht da ganz konkrete Vorschläge. Und das finde ich wirklich gut. Und ich persönlich finde, wirklich, was mich auch fasziniert hat, ist zum einen eben die Ausführung zu der Frage der Daseinsvorsorge. Also dass Digitalisierung eben mittlerweile zur Daseinsvorsorge im klassischen Sinne gehört. Ohne dem kann ich als älterer Mensch, aber generell kann ich nicht teilhaben am gesellschaftlichen Leben und insbesondere eben Ältere nicht. Und wir haben ja gerade gemerkt in der Pandemie, was das bedeutet, wenn wir nicht teilhaben können. Wenn wir dann auf einmal einen Lockdown haben, wenn wir irgendwie nach Möglichkeit nicht in den Supermarkt gehen sollen und. Also da sind wir angewiesen, dass wir teilhaben können, eben mithilfe der Gadgets, mithilfe eben der Digitalisierung, mithilfe des Notebooks oder wie auch immer. Und das hat uns die Praxis jetzt gelehrt. Und das ist letztendlich auch, dieser Gedankengang ist eben auch angelegt im 8. Altersbericht. Das heißt, wir gehen schon die ersten Schritte zur Umsetzung des 8. Altersberichts. Wir haben den Digitalpakt Alter zusammen mit der BAXO auf den Weg gebracht. Und da ist ein Punkt, Frau Görner, da müssen wir gemeinsam dran weiterarbeiten. Die Frage, dass wir die Wirtschaft mit dazu kriegen. Und dass machen auch gemeinsam eben eine Art Ausschreibung zu guten Anwendungen, gerade für ältere Menschen. Und versuchen da so ein bisschen die Wirtschaft zu motivieren, auf die älteren Menschen zuzugehen und, wie Sie ja zu Recht sagen, Frau Görner, eben die älteren Menschen eben auch mitzunehmen. Und die Gadgets und die Apps und was weiß ich, was es da alles gibt, eben auch für die älteren Menschen auch besser handhabbar zu machen. Sehr schön. Herr Kruse, jetzt haben wir ja auf wundersame Weise geradezu
auf mehreren Ebenen von Ansätzen gehört, um Digitalisierung im Hinblick auf das Leben im Alter zu nutzen oder voranzutreiben. Es muss also doch noch eine Menge sicher auf vielen Ebenen passieren. Was braucht es dazu? Auf welche dieser Ebenen wäre da nochmal besonders gefragt aus Ihrer Sicht? Wir haben schon so etwas wie eine digitale Revolution. Das haben wir. So. Und das wäre jetzt meines Erachtens eine bedeutende Aufgabe wichtiger, prominenter Persönlichkeiten auch in die Öffentlichkeit zu gehen und dafür zu werben. Und, was ich mir beispielsweise auch im Kontext der Pandemie sehr wünsche, dass auch politische Entscheidungsträger den Mut haben, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, medial sehr präsent zu sein, zu sagen, Leute, das ist etwas, was einen politischen Verantwortungsbereich beschreibt, den wollen wir ausdrücklich übernehmen, aber wir appellieren auch an euch, nicht? Gebt euch einfach mal diese Erfahrung und auch diesem Wagnis hin, digitale Technik. Ich glaube, was wir in der Öffentlichkeit weit unterschätzen, ist, welche Bedeutung eine sehr gute Kommunikationsstrategie bedeutender politischer Entscheidungsträger für unser Verhalten hat. Also ich sage ja beispielsweise, wenn ich das in Klammern, wenn mir das erlaubt ist, aber das wirklich nur in Klammern, das haben wir ja in Zeiten der Pandemie viel zu wenig betrieben. Da hätte man vielleicht noch ganz anders in der Öffentlichkeit sein können, um Menschen davon zu überzeugen, es gibt so bestimmte Verhaltenskodizes, so bestimmte Aufgaben, Verantwortungsbereiche, selbst Mitverantwortung und so. Das hätte sicherlich eine große Wirkung entfaltet. Und so würde ich mir das natürlich auch bei einem so großen gesellschaftlichen Bereich und Thema wie einer digitalen Revolution, vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, aber irgendwo ist es ja auch noch schon, sowas würde ich mir auch bei einer digitalen Revolution vorstellen, damit man Menschen eben sagt, das ist etwas Neues, aber habt nicht Angst vor dem Neuen, sondern wagt das und wir werden alles dafür tun, um institutionelle Umwelten, auch politische, rechtliche Umwelten zu schaffen, dass ihr dieses Wagnis eingehen könnt. Und wenn ich noch einen anderen Aspekt, der mir in den letzten Wochen immer deutlicher wird, einführen darf, wir haben in der ganzen Digitalisierungsdebatte, gibt es ganz viele Akteure. Es gibt einen, der nie vorkommt. Das ist der Verbraucher, also der Endverbraucher. Der wird nicht gefragt. Also beim Digitalgipfel, die sind überhaupt nicht eingeladen da. Also wenn wir nicht gerade da sind, weil wir über Ihr Ministerium eingeladen werden, gibt es da gar keine Endverbraucher. Und ich finde, dieser Perspektivenwechsel zu gucken, wer ist denn wirklich mein Kunde, der als letzter sozusagen darüber entscheidet, ob ein Gerät eingesetzt wird, ob eine Assistenztechnik ein Erfolg wird und so weiter. Das fehlt noch. Wir sehen aber auch, es braucht Struktur einfach im Hintergrund. Wir müssen die Mitarbeitenden auch befähigen. Denn Seniorenarbeit, so erleben wir das im Alltag, ist häufig noch relativ klassisch. So. Und wenn Sie was Digitales haben, dann ist es vielleicht schon eine Tablet-Sprechstunde, dann hört das auf. Also die Kollegen befähigen, aber natürlich auch zu zeigen, was wir hier machen. Das hat sozusagen zahlt auf bestimmte Themenfelder ein, auf das Thema Teilhabe. Das für die Organisation zu zeigen, aber auch wieder für die Politik zu sagen, so, das ist wichtig, sich mit diesen Themenfeldern zu beschäftigen. Das, was eben gerade gesagt wurde. Und das sehen wir sozusagen auch als unsere Aufgabe. Das interessiert natürlich wenig die Menschen vor Ort in der Lebenswelt, aber das sind wir sozusagen als Kommune unsere Aufgabe, für die Lebenswelt der älteren Menschen hier was zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank natürlich bei Ihnen, liebe Gäste hier im Saal und bei Ihnen beiden aus Rheinland-Pfalz zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich fand es eine super interessante Diskussion. Schönen Dank auch Ihnen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.